Ich heiße Inga Schalinski und ich bin hier auf der Konferenz, um die Arbeit unserer NGO Vivo, das steht für Victims' Voice, vorzustellen. Ich bin primär als Psychotherapeutin hier und mit viel Erfahrung auch speziell im Gebiet der Traumatherapie. Wir gehören zu einem Subprojekt zu der Charité und wir haben jetzt im Rahmen dieses größeren Projektes Trainings gemacht für PsychiaterInnen und Krankenhausangestellte, also Psychotherapeutinnen, und zwar in der Behandlung von der mit der narrativen Expositionstherapie. Das ist ein Erstwahlverfahren für die posttraumatische Belastungsstörung, die jetzt gerade ja ein großes Thema in der Ukraine ist, durch den Krieg nochmal ganz speziell natürlich in der Prävalenz erhöht ist. In dem Projekt schulen wir über Online-Tools PsychiaterInnen und Psychotherapeutinnen in einem Psychotherapieverfahren, was zu den traumafokussierten Therapien gehört. Und wir haben einen Mix aus Theorie und auch tatsächlich Praxisübungen und gehen dort im Rahmen unseres Curriculums einmal komplett durch die verschiedenen Bausteine dieser Behandlung, also wirklich von der Diagnostik zur Behandlung und bis zum Ende auch der psychotherapeutischen Behandlung. Wir haben jetzt ja vor allen Dingen wirklich ganz explizit schon über die Charité den Auftrag bekommen, Trainings anzubieten und haben jetzt eher indirekt die Rückmeldung bekommen, dass das etwas ist, was sehr, sehr wertvoll ist. Weil sie merken in ihrer Praxis tatsächlich, dass jetzt sehr viele Personen von einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen sind. Also SoldatInnen, die von der Front zurückkommen, zum Beispiel auch wegen einer körperlichen Verletzung versorgt werden, aber zusätzlich zum Beispiel auch noch eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Und da kam die Rückmeldung, dass da bislang relativ, viele Patientinnen zu versorgen sind, aber noch nicht so viel Expertise da ist. Und sie sehr dankbar waren, dass sie jetzt dort einen Ansatz lernen konnten, den sie dann auch relativ rasch einsetzen konnten. Ich finde dieses Austauschprogramm der Klinikpartnerschaften sehr sinnvoll, auch wenn wir natürlich jetzt nicht mit einer expliziten Klinik beitragen, ist das natürlich ein Netzwerk, auf das wir zurückgreifen, wo wir flächendeckend die Möglichkeit haben, Personen zum Beispiel im Training anzubieten. Das würden wir jetzt mit der NGO wahrscheinlich sehr viel mehr Vorarbeit machen müssen, um natürlich Personengruppen zusammenzubringen. Und das bietet uns eine Struktur, wo wir relativ rasch reinkommen und starten können. Und das war jetzt auch relativ kurzfristig geplant, das ganze Projekt, und auch kurzfristig umgesetzt worden. Und ich glaube, das haben wir auch diesem Netzwerk zu verdanken, dass es so möglich war.